Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Heute befinden wir uns auf W50, wo wir uns direkt auch mal das Level-Up genehmigen. Vielleicht sogar das Double-Level-Up heute. Mal schauen, aber ja, uns fehlt auf jeden Fall noch ein bisschen. 522 haben wir erreicht. Das sieht schon mal sehr gut aus. Wir haben es immer noch. Oktoberfest-Event knallt auf jeden Fall rein. Mal schauen, ob wir auf dem Account hier ein bisschen Glück haben mit dem Gold. Auf meinem Main hatte ich jetzt zum Beispiel heute gar nichts gehabt. Also ich habe 20 Mal am Rad gedreht, kein einziges Mal Gold, ja. Also es ist wirklich zum Mäusemelken, ja. Naja, aber nichtsdestotrotz ist ja alles nicht so schlimm, halb so wild. Ich wollte euch berichten über die aktuelle Lage hier auf W50 und ja, was sich so tut mit den Gilden hier momentan gerade, denn da ist ziemlich viel Interessantes im Gange auf jeden Fall, was man mit einem lachenden und einem weinenden Auge betrachten kann, würde ich mal so sagen. Es herrscht sehr viel Wirrwarr unter den ersten 5 Gilden, sag ich mal. Also Platz 1 ist unangefochten, Crit Happens, Glückwunsch an der Stelle. Ist hier ja auf jeden Fall mit Abstand auf Platz 1. Platz 2, 3 und 4 sind momentan am Kämpfen. Die sind alle relativ gleich auf. So, jetzt nicht nur in der Ehrenhalle, sondern auch wenn man die gegeneinander kämpfen lässt und durchsimulieren lässt, sind sie relativ even. Bei Hollywood sieht es gerade so aus, als ob sie wohl droppen werden und Dead Valley wohl Platz 4 einnimmt. Das ist jetzt momentan gerade so die Faktenlage. Und was halt auch sehr interessant ist, da zeige ich euch jetzt gleich mal ein paar Gildenkämpfe. Und zwar sind wir als Holzfällerhütte auf Platz 5 die Gilde, die immer von den ersten 4 angegriffen wird. So, weil ja, die ersten 4 Gilden natürlich nicht das Risiko eingehen wollen und sich ja, die anderen Gilden angreifen wollen. Gut, so war es lange Zeit gewesen. Crit Happens hat jetzt doch schon ein bisschen aufgeholt, beziehungsweise so krass überholt, dass sie jetzt auch vielleicht andere Gilden angreifen können. Aber die Holzfällerhütte war immer so das Safe-Target, weil wir ja, hatte ich ja gezeigt, in unserer eigenen Liga spielen und ja, Platz 1 bis 4 easy den Win gegen uns holt, so, ne? Aber Platz 6 und alles, was da drunter ist, logischerweise gar keine Chance gegen uns hat, wiederum, ne? Wir kommen bloß mit der Ehre nicht so weit nach oben, weil wir halt immer ja, als Ziel gelten, der ersten 4 Gilden und dadurch halt natürlich auch niedrig gehalten werden, was die Ehre angeht, so, ne? Und ja, das könnte sich jetzt eventuell bald ändern, denn bei Hollywood sieht es im Moment leider gar nicht so gut aus und ja, das zeige ich euch erstmal auch mal ganz kurz, denn wir haben hier mal 2 Gildenkämpfe rausgesucht und das waren jetzt die aktuellsten, ihr seht von heute und gestern. Und ja, wir haben beide verloren, aber ich zeige euch mal ganz kurz, was ich meine mit bei Hollywood sieht es im Moment gar nicht so gut aus. Hollywood ist natürlich, muss man einfach so sagen, immer noch die deutlich stärkere Gilde, als wir es sind. Und wir würden einen Angriff gegen Hollywood auch nicht gewinnen können. Allerdings ist es so, wenn Hollywood uns angreift, dann sind alle unsere Gildenmember erstmal am Start. Nur die sich nicht melden, die sind dann mit Hälfte Leben eben da, ne? Und wir haben jetzt im Moment, oder zu den Angriffen hatten wir 49 Member gehabt, weil einer gefehlt hatte, beziehungsweise wir waren einer weniger in der Gilde, jetzt sind wir wieder auf 50. Aber was halt viel interessanter ist zu beobachten, ihr seht das schon, bei Hollywood sind nur 35 Mitglieder, die sich zum Angriff gemeldet haben. Und das ist jetzt nur ein Angriff, den ich euch gezeigt habe. Die anderen habe ich leider nicht gespeichert, aber ich habe das jetzt schon ein paar Tage beobachtet und es ist immer so, der Schnitt zwischen 35, 40, ja, 42 mal so, ne, das ist immer ganz unterschiedlich, aber es ist schon, man merkt es gar nicht mehr so wie früher mit der 100%igen Anmeldequote so, ne? Und das fand ich ziemlich erstaunlich auf jeden Fall, da Hollywood auch eine Gilde ist, die ja, zum Anfang des Servers auf jeden Fall sich unbedingt auf Biegen und Brechen Platz 1 sichern wollte und ja, hat halt vor kein
Mitteln zurückgeschreckt, das auch so durchzusetzen. So. Das kann Substanz haben. Das hatte lange Zeit Substanz gehabt. Und lange Zeit war auch Hollywood die führende Platz 1 Gilde auf W50 gewesen, bis die ersten Member von Hollywood dann aufgehört haben. Es haben überall Leute aufgehört. Bei der Holzfällerhütte bei uns haben wir jetzt bestimmt auch schon über 50 Leute ausgewechselt, so, die gekommen sind, gegangen sind, die aufgehört haben. Ne? Man kennt das ja, die andere Gilden oder zu anderen Gilden gewechselt sind und uns verlassen haben. So kommen wir ungefähr auf ca. 50 Leute, die ich jetzt schon gewechselt hatte. Und das ist natürlich auch nicht wenig. So, und die anderen Gilden, die haben alle dasselbe Problem. Ne? W50 ist einer der aktuellsten, beziehungsweise der aktivsten Server, die wir jemals haben werden. Und das auch nach wie vor. So, ne? Sehr starker Server, unangefochten. Man hat ja die letzten Elevator-Listen gesehen, wie viele Gilden von W50 gelistet sind mit über 2 Millionen. Also der Server ist wirklich aktiv. Ne? Trotzdem haben alle Gilden Probleme mit der Aktivität der Member. So, bei Hollywood haben jetzt auch viele starke Spieler kürzlich auch erst die Gilde verlassen, was dann auch ein Schlag für Hollywood gewesen ist. Und Crit Happens kam dann halt auch mit vielen noch stärkeren Accounts und hat dann quasi Hollywood überholt, dann lange Zeit. Ne? Und ist jetzt halt eben auf Platz 1 und Hollywood jetzt schon länger auf Platz 2. So, wie gesagt, vor nicht allzu langer Zeit haben jetzt nochmal viele Leute bei Hollywood aufgehört. Es kamen wieder neue dazu, auf jeden Fall. Aber der Schnitt ging auf jeden Fall auch nach unten, was den Leveldurchschnitt angeht. So, ne? Und zum Anfang habe ich gesagt, okay, ich betrachte das Ganze mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Denn was ich euch gleich zeigen werde, wir überspringen mal so ein bisschen, bis wir hier durch sind. Was ich damit meine, ist auf jeden Fall, dass ich ja noch einen zweiten Angriff für euch am Start habe. Da bin ich hier. Moin, moin. So, wir machen mal weiter. Ihr seht aber, selbst mit einer Meldequote von 35 haut uns Hollywood immer noch 1 auf den Dös. Und das muss man halt, wie gesagt, so sagen. Hollywood ist nach wie vor immer noch eine sehr starke Gilde. So, trotzdem sieht man, dass auch viel gewechselt werden muss, viel eingebüßt werden muss. Und den Angriff möchte ich euch auch gerne zeigen. Da haben sich ein paar mehr Leute gemeldet. Wir überspringen mal bis zu mir. So, und wenn wir hier noch weiter durchskippen, dann sehen wir, das Ganze wird langsam ziemlich knapp. Ja, unser Meister G, der Levelhöchste aus unserer Gilde, der ist jetzt schon bis zum letzten Gegner von Hollywood gekommen. Das heißt, wir hatten nur noch ihn als Gegner hier, den wir besiegen mussten. Und dann hätten wir tatsächlich das allererste Mal den Angriff von Hollywood abwehren können. Erfolgreich. Hätten sich so viele gemeldet wie den Kampf davor, hätten wir wahrscheinlich diesen Sieg schon in der Tasche gehabt. Außerdem waren wir jetzt 49 Member bei dem Kampf. Ne? Ihr habt es ja gesehen und wir sind jetzt wieder volle 50 auf jeden Fall. Und was ich damit sagen wollte zum Anfang mit einem lachenden und einem weinenden Auge, sagen wir mal zuerst mal, das weinende Auge ist auf jeden Fall logisch, denn es haben sich kürzlich ja auch 2 sehr starke Gilden komplett aufgelöst und sind fusioniert. Auch, ich glaube, das war viele sind zu Hungry Hippos, glaube ich, gegangen, die jetzt ein bisschen aufgeholt haben, die jetzt auf Platz 6 sind. Und 2 sehr starke Gilden haben halt eben den Server jetzt hier schon verlassen, ne? Und das ist halt ziemlich schade, weil um jede Gilde ist es schade, die aufhört auf dem Server hier, weil umso mehr Leute spielen, umso besser ist das natürlich auch für die Aktivität des Servers und Konkurrenz belebt halt das Geschäft so. Ne? Und das wäre bei Hollywood natürlich sehr schade, wenn da jetzt so eine Top-Gilde auch zerbrechen würde. Ich glaube nicht, dass das passiert. Hollywood ist so jetzt, in großen Kern wahrscheinlich immer noch so wie zum Anfang, aber es haben halt viele neue hier auch angefangen, weil halt viele auch gegangen sind von da aus so, ne? Wir sind ja bei Dead Valley jetzt hier gerade. Und das mit dem lachenden Auge, das sehe ich halt erstmal auf der Ebene, dass wir
aus unserer Sicht stolz sein können, dass wir bis jetzt auch immer noch sehr gut durchgehalten haben mit unserer Holzfällerhütte und halt eben von Anfang an so ein bisschen die Intention gehabt haben, wir wollen nicht auf Biegen und Brechen Platz 1 werden. Wir wollen nicht so eine Mittel anwenden, wie Hollywood damals angewandt hatte. Das Ganze muss ich noch mal ein bisschen mehr ausholen, um das noch mal so ein bisschen zu erklären. Damals hatte ich zum Beispiel auch nicht mit komplett Hollywood, aber mit einigen Membern zum Serverstart von Hollywood ein paar Auseinandersetzungen gehabt, sodass es quasi hier und da auf jeden Fall zu Meinungsverschiedenheiten kam und so ein bisschen die Konkurrenz dann entstanden ist zwischen Hollywood und der Holzfällerhütte so. Das hat sich mit der Zeit jetzt so gelegt, ne? Aber zwischendurch wurden halt eben so eine Spielchen gemacht, ne, wo wir halt eben auch unsere Schwierigkeiten hatten auf W50, wie jede andere Gilde natürlich auch, dass halt eben sehr viele Leute die Holzfällerhütte auch verlassen haben, so, auch gewechselt sind, auch zu Hollywood. Ne? Ich meine, da gehören immer 2 Leute dazu, einer, der abwirbt und einer, der dann auch die Entscheidung trifft, zu Hollywood beziehungsweise zu irgendeiner anderen Gilde zu gehen, sich abwerben zu lassen, so. Ne? Aber es wurden halt auch viele Unruhen damals versucht in die Gilde reinzubringen, so, ne? Wie solche Texte, oh, wir hören, dass eure Gilde am Zerfallen ist, oh, wir haben da und da das gehört, also so eine Gerüchtestreuung so ein bisschen irgendwie untereinander, immer so, ja, das ist halt eine Art, es gibt halt 2 Arten von Abwerben so. Die eine ist, so wie ich das mache, ich werbe auch ab, das gehört auch dazu, so, das habe ich auch für mich so reflektiert, okay, wenn man eine durchsetzungsstarke Gilde haben will, dann muss ich auch bei anderen Leuten anfragen auf dem Server nach halt eben Nachschub. Ansonsten wäre die Holzfällerhütte, so wie sie jetzt ist, nicht mehr da. Die wäre schon komplett zerfallen, weil halt eben so viele Leute mittlerweile auch aufgehört haben zu spielen oder woanders hingegangen sind. Ja? Und es gibt aber 2 Arten vom Abwerben. Das ist einmal, hey, hast du vielleicht Lust, zu uns in die Guild zu kommen? So und so, das sind die Voraussetzungen hier, ne, das ist hier, ne, das können wir dir bieten und so. Und die andere Art ist dann halt eben das, was ich erwähnt hatte, dieses Versuchen so aufzuhetzen und so, ne? Und so ein bisschen Unruhe in die Gilde reinzubringen. Das waren halt Sachen, das fand ich von der Art her halt nicht sehr schön, muss ich sagen. Das haben halt viele aus unserer Gilde auch bekommen, die halt eben auch mir die Screenshots gesendet haben. Also ja, total dulli auf jeden Fall. Aber ich möchte damit auch nicht Hollywood alle über einen Kamm scheren. Das möchte ich auch nicht, ja, weil das waren damals halt eben auch nur vereinzelte Leute, mit denen man halt eben Meinungsverschiedenheiten gehabt hat. Und ich denke mal, das kann jeder auf dem Server halt bezeugen, dass Hollywood auf Biegen und Brechen damals alles dafür getan hat, um halt eben die Platz 1 Gilde auf dem Server zu sein. Und jetzt ist es halt eben so, dass das Blatt sich ein bisschen gewendet hat und halt eben, trotzdem das immer noch nach wie vor eine sehr starke Gilde ist, aber man merkt halt eben, dass halt auch hier vom Level-Durchschnitt her auch ein bisschen abgebaut worden ist. Wie gesagt, wir haben immer noch keine Chance gegen die Gilde so, und aber nach wie vor ist es immer noch eine sehr starke Gilde. Nur sieht es halt jetzt bald so aus, als ob, wenn es so weitergeht, wir bald die ersten Angriffe von Hollywood abwehren können. So. Und das wäre natürlich ein großer Erfolg für die Holzfällerhütte. Und wir hatten, wie gesagt, die Intention, Langzeitspieler bei uns in der Gilde zu haben, die jetzt nicht unbedingt tausende Euros zum Serverstart in das Spiel buttern und dann vielleicht aufhören oder so, sondern halt eben nehmen wir Spieler auf, wo wir auch wissen, okay, die wollen mit uns hier auf Langzeit spielen, die wollen mit uns langfristig Erfolg haben und die haben einen akkuraten Spielstil. Wir sind nicht auf Platz 1, 2 oder 3 erpicht, so, ne, wenn wir uns hier oben halten können, ne, ist das schon mehr als genug. Und sogar teilweise Free-to-Play-Spiele haben wir bei uns in der Gilde, aber zählt halt eben die Aktivität. Und die Aktivität, muss ich mal so sagen, bei der Holzfällerhütte ist wirklich auch sehr gut. Ist klar, es melden sich bei uns auch nicht immer alle zum Angriff, ne, das kannst du aber auch nicht immer verlangen, so, das ist ganz klar, aber ich muss halt einfach sagen, dass ich halt sehr stolz bin, was wir halt eben mit der Hütte hier geschaffen haben und dass wir immer noch so aktiv sind und jetzt uns wahrscheinlich, so weit verbessern mit der Gilde, langsam, aber stetig, dafür konstant und langwierig, dass wir auf dem Server
sogar irgendwann mal Chancen hätten, Platz 4 zu erreichen. So, irgendwann, vielleicht. Gucken wir uns das Ganze mal an. Ich habe das noch nicht ganz analysiert hier. Wir haben hier bei Hollywood ein Durchschnittslevel von 491 und bei uns ist 480. So. Ich track das zwar nicht mit Listen und sowas alles, ne? Da habe ich nicht das Know-how für, das Nötige, aber ich glaube, dass wir von unserem Level-Durchschnitt her ein bisschen näher rangerückt sind an Hollywood, beziehungsweise die halt eben einbüßen mussten und wir uns deshalb eben ein bisschen an diese Gilde nähern. Und ja, abschließend bleibt mir da auf jeden Fall zu sagen, dass ich trotzdem Hollywood nach wie vor alles Gute wünsche, da auch kein böses Blut habe der Gilde gegenüber. Und ja, die Sachen von damals, die damals halt eben so passiert sind zum Serverstart, ist schon alles ja, längst der Vergangenheit angehört. Und wie gesagt, die Gilde von damals, Hollywood ja auch mit der Gilde heute von Hollywood gar nicht mehr so zu vergleichen ist, weil halt eben hier auch sehr viele andere Spieler, die hier früher nicht in der Gilde gewesen sind, jetzt in der Gilde sind. Und deswegen kann man das halt eben auch gar nicht mehr vergleichen. So, ne? Damals wollte ich auch schon nicht alle über einen Kamm scheren. Das war dann auch ein Fehler von mir gewesen, dass ich das dann gemacht habe. So, ne? Da ging es dann, das war damals Thematik, ich kann es nochmal ganz kurz als Kontext erklären, da war es Thematik, dass da vereinzelt Spieler in der Gilde gewesen sind, die Geld aufgeladen haben, reingepilzt haben und ihr Geld wieder zurückgezogen haben. So, ne? Das war damals die Thematik und ich hatte das auf ja, komplett Hollywood bezogen. Das war von mir ein Fehler gewesen. Damit meinte ich nicht komplett Hollywood, sondern halt wirklich nur einzelne Spieler, die in der Gilde gewesen sind. So, ne? Dadurch ist damals halt auch ein bisschen böses Blut gegen mich und die Holzfällerhütte dann halt entstanden und so. Ne? Aber das gehört, wie gesagt, alles der Vergangenheit an. Aus meiner Wahrnehmung zumindest. Ne? Wenn da Leute in Hollywood sind, die hier auch vielleicht meine Videos schauen, dann können die halt mir auch sehr gerne schreiben, ob das von deren Seite halt auch so ist. Wie gesagt, ich wünsche auf jeden Fall der Gilde hier alles Gute, noch weiterhin viel Durchsetzungsvermögen, Durchhaltevermögen vor allen Dingen und ja, hoffe auch nach wie vor, dass sich die Gilde stabilisiert, denn wie gesagt, egal was in der Vergangenheit gewesen ist, das gehört halt der Vergangenheit an. Ich bin dafür, dass halt eben der Server so wie er ist, hoffentlich auch noch in ein paar Jahren so aktiv ist und dazu gehört es halt eben auch, dass keine weitere Gilde hier zerbricht. So, und das wünsche ich halt jeder Gilde, viel Durchsetzungsvermögen und auf lange Sicht einen fairen Wettkampf. Ich denke mal, das sind ganz gute Abschlussworte. Jetzt habt ihr so ein bisschen mal erfahren, was hier so Thema ist momentan gerade auf W50. Das ist auf jeden Fall spannender als nie zuvor. Und das war es soweit von mir. Lasst mir gerne zu allen Sachen, die ich gesagt habe, gerne eure Meinung da, ob gut oder schlecht. Ja, lese ich mir auf jeden Fall alles durch. Hauptsache, es bleibt immer konstruktiv und das war es soweit von mir. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.